Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres ITS Podcasts. Mein Name ist Tobias Boskowski und ich bin hier bei ITS Hamburg als Key Account Manager für die Einbindung unserer Partner aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft insbesondere zuständig. Und ja, freue mich sehr über dieses Format heute. Wir melden uns direkt aus Hamburg, hier aus unserem schönen Büro am Axel-Springer-Platz und sind mit Doreen Kerinnis von der Hamburger Hochbahn verabredet. Herzlich willkommen, Frau Kerinnis, und schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, jetzt ist es ja nur noch weniger als ein Jahr und dann schaut die Welt in Sachen Zukunft der Mobilität auf Hamburg, hoffen wir zumindest. Und weil Mobilität natürlich auch besonders ein Zukunftsthema ist, weil es auch ein Thema für die junge Generation ist, freue ich mich sehr, dass wir heute auch unsere Young Mobility Reporterin Emma mit dabei haben. Emma, schön, dass du dabei bist. Hallo und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Also, Frau Kerinnis, die Hamburger Hochbahn ist ja in zahlreichen Projekten eingebunden, oftmals auch in der Projektleitung, die beim ITS-Weltkongress nächstes Jahr hier den Fachbesuchern, aber auch der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Welche dieser Projekte und welche der zu erwartenden Ergebnisse sind aus Ihrer Sicht besonders relevant? Worauf sollten wir nächstes Jahr also genauer schauen? Ja, also vielen Dank erstmal und vielleicht so einmal ganz allgemein gesprochen. Es ist ja quasi ein Jahr noch hin, dann sind wir hier aus hoffentlich einer Pandemielage heraus, mitten in einer fulminanten, durchgeführten ITS-Weltkongress. Sphäre unterwegs in Hamburg. Wir haben hoffentlich dann alles vergessen, was in diesem Jahr passiert ist und sind vollkommen in der Mobilitätswende abgetaucht. Wir freuen uns total auf diesen ITS-Weltkongress und auf all das, was er mit sich bringt. Wir haben ja schon vor dem ITS bei der Hochbahn viele Konzepte und Ideen gehabt, wie wir uns eigentlich den ÖPNV und die Mobilität von morgen vorstellen. Und der ITS bietet uns natürlich erstmalig so richtig eine Möglichkeit, hier gebündelt auch diese ganzen Ideen auch mal aufzuzeigen und vor allen Dingen sie in die Realität umzusetzen. Es sind ja zahlreiche Projekte und das Ansinnen des ITS-Weltkongresses ist es natürlich, dass all die Projekte, die hier in Hamburg bis dato realisiert sind, natürlich auch fortdauern und auch dieser Spirit weitergetragen wird, den der ITS mit sich bringt. Ich glaube, wenn man so man will ja immer so Großprojekte haben, Leuchtturmprojekte, das ist natürlich ganz klar Heat auf der einen Seite, also das autonome Angebot in der Hafen City können Sie ja jetzt schon mit unserem kleinen autonomen Fahrzeug die Hafen City erkunden. Das ist erstmalig, dass es innerstädtisch sozusagen ein autonomes Angebot mitten im Straßenverkehr voll autonom geben wird. Das ist, glaube ich, schon eine gigantische Leistung. Vor allen Dingen bei den ganzen Hindernissen, die so ein Stadtverkehr mit sich bringt, wird da sicherlich die Welt auch drauf schauen. Das andere ist natürlich auch die Switch-App, die ja in diesem Sommer auch gestartet wurde, die tatsächlich erstmalig auch eine Tiefenintegration mit sich bringen wird von verschiedenen Anbietern. Wir haben mit Moja auch einen Anbieter am Start, der nicht nur ein On-Demand-Anbieter ist eines großen deutschen Verkehrsunternehmens, sondern auch tatsächlich hier in Hamburg Fuß gefasst hat, die Mobilität hier auch mitgestaltet und komplett emissionsfrei unterwegs ist. Also eigentlich genauso, wie wir uns Mobilität vorstellen, die individuellen Bedürfnisse der Menschen, den individuellen Bedürfnissen der Menschen entsprechend halt unterwegs ist. Und tatsächlich, was ich auch immer wieder betonen möchte, auch wenn das an sich kein Produkt ist als solches und die Menschen das, glaube ich, ganz schnell gar nicht so richtig merken werden, was das eigentlich für ein Sprung ist, das ist natürlich das ganze Thema Check-in, Be-out. Also heute ist es ja so, dass wir einfach einen Tarifdschungel haben in der Stadt. Tarif ist mindestens so unattraktiv wie Stau, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Das ist einfach ein Zugangshemmnis. Und mit Schibo haben wir erstmalig die Chance, einfach auch die Digitalisierung so zu nutzen, dass wir so eine Art Pay-as-you-go-System einführen, wie man es einfach auch aus anderen Mobilitätsanbietern schon kennt. Also hier ganz klar den nächsten Schritt in Richtung einfache, intuitive Mobilität, sodass Menschen einfach schlichtweg umsteigen können, ohne Vorkenntnisse zu haben. Ich glaube, das sind so die Hauptprojekte. Aber wie gesagt, mir ist wichtig vor allem, dass der Spirit erhalten bleibt. Also wir reden beim ITS ja nicht mehr nur von Verkehrsinfrastruktur, sondern halt einfach auch von all dem, was dahin führt, dass Menschen
Menschen umsteigen. Also die Services, die Qualität, die Vernetzung, das Nutzen von digitalen Angeboten, auch das nicht mehr nur beharren auf Schiene und Bus, sondern halt einfach weiterzudenken mit autonom und On-Demand-Angeboten. Ich glaube, das ist so der nächste Schritt und der weist auch ganz gut auch wenn es schon 2021 ist, in die Aufgabe dieses Jahrzehnts hinein. Denn es wird das Mobilitätsjahrzehnt werden. Das, glaube ich, das deutet sich ganz gut an. Ja, vielen Dank erstmal. Soweit schon wirklich viele spannende Themen. Nun ist es ja so, und das haben Sie ja eben auch schon angesprochen, Stichwort Jahrzehnt der Mobilität, dass sich die Sichtweise auf die Mobilität im Moment stark verändert. Das Thema neue Mobilität kommt gerade in den vielen Städten weltweit, bekommt unheimlich Konjunktur. Und wir werden ja nächstes Jahr viele Vertreter aus, ich sag mal, ganz interessanten Städten wie Barcelona, Wien, Paris, Singapur, hoffentlich noch vielen mehr, hier in Hamburg begrüßen dürfen. Gibt es etwas, was Hamburg unterscheidet oder einzigartig macht im Vergleich mit diesen Städten? Und welche Rolle spielt dabei auch gerade die Hochbahn? Welche Rolle spielt der ÖPNV in diesem Kontext? Also vielleicht würde ich erstmal darauf eingehen, was uns alle eint. Und ich glaube, es eint uns alle, dass wir reden hier von wirklich den großen Metropolen der Welt. Ich glaube, Hamburg ist jetzt noch nicht die größte aller Metropolen, stellt sich aber natürlich die gleichen Fragen, nämlich wie kann man in Zukunft, Menschen werden immer mobiler, mehr Mobilität sozusagen gewährleisten bei weniger Verkehr. Also wie schafft man es, einen Verkehrskollaps zu vermeiden in vielen Städten, die Sie gerade angesprochen haben, Paris, Singapur und so weiter. Da redet man längst von solchen Szenarien. Da kann man sich nachts Stauszenarien anschauen, wie wir sie hier in Hamburg gar nicht kennen. Also in Hamburg, glaube ich, unterscheidet, dass wir die große Chance haben, hier noch vieles zu modellieren, also vieles neu denken zu können und anpassen zu können. Hamburg ist eine wachsende Stadt mit neuen Stadtteilen. Ich glaube, wir können viel lernen, auch von uns selbst heraus, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie ist man in einzelnen Stadtteilen mobil? Was müssen wir vorher leisten, bevor wir neue Stadtteile auch entwickeln, um einfach eine Mobilität darzustellen, wie sie in Zukunft auch von den Menschen gewollt ist, wie es aber auch der Stadt im Allgemeinen hilft. Ich glaube, Hamburg lernt viel auch von anderen Städten. Wir schauen natürlich auch viel nach Wien, wir schauen viel nach London, wir schauen auch nach Tallinn als Digitalisierungsmetropole. Gleichwohl muss man sagen, vielleicht Hamburg auch im Deutschlandvergleich ist ja gerade erst vom Bitkom gerankt worden als der Gesamtspitzenreiter bei dem Thema Digitalisierung. Also ich glaube, wir sind bei vielen Themen, wir sind im Verhältnis, im internationalen Vergleich vielleicht eine kleine Metropole mit ganz großen Zielen allerdings. Also hier ist eine große Energie. Es gibt tatsächlich ein politisches Commitment zur Mobilitätswende, auch über tatsächlich fast alle, also beziehungsweise über alle demokratischen Parteien hinweg. Das kann man schon, glaube ich, auch als einzigartig so ansehen. Ich glaube, es gibt einen großen Erfindergeist in dieser Stadt und vor allen Dingen gibt es bei den Menschen in der Stadt auch der Wille zur Bewegung ist da. Also wir haben in Hamburg einen großen Stolz der Menschen auf ihre Stadt und ich glaube, niemand möchte hier solche Stauszenarien wie in Paris oder London haben. Das Motto Lebensqualität oder die Lebensqualität in Hamburg, das ist hier Menschen sehr, sehr wichtig und ich glaube, da sind viele auch bereit, ihren Beitrag zu leisten und hier mitzugestalten. Okay. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt auch gerne einmal an dich übergeben, Emma. Welche Fragen hast du an Frau Kerenis? Mich würde mal interessieren, und darum ging es eben schon so ein bisschen. Sie hatten ja gesagt, die Hochbahn ist in stetiger Wandlung und Erweiterung. Und gibt es da konkrete Städte, die Hamburg als Vorbildfunktion hat? Genau, also wie gerade schon auch gesagt, wir Vorbildfunktion, also wir machen viel Best-Practice-Austausch und nehmen sozusagen überall das Beste mit. Also es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Wir schauen viel nach Wien natürlich. Das ist so eine ÖPNV-Musterstadt. Die haben einen Model-Split-Anteil, da träumen wir von. Also es bewegt sich zwischen 37-38% am Gesamtverkehrsmarkt. Schaut man sich dann aber mal den Radverkehr an, dann ist das doch deutlich anders als in Hamburg. Also wir sind ja in Hamburg auch
wir haben den Umweltverbundgedanken, den wir natürlich auch als ÖPNV mittragen und auch weiterführen wollen. Wenn man sich Wien anschaut, einfach mal auf dem ÖPNV, dann kann man sagen, die haben halt einfach seit dem Zweiten Weltkrieg nie aufgehört, den ÖPNV auszubauen. Und da gibt es eine hohe Verbindlichkeit und Verlässlichkeit über Jahrzehnte hinweg in der Politik, in der Finanzierung des ÖPNV. Und was wir auch sehen in anderen Städten, wir haben uns Zürich angeschaut, wir haben uns Wien angeschaut, wir haben uns ganz viele europäische Städte angeschaut, aber in den Städten, in denen der ÖPNV auch einen hohen Marktanteil hat, haben die Menschen auch eine emotionale Bindung zum ÖPNV. Also in Wien sind es die Öffis. Das und zwar für alle, also für die Managerin genauso wie für den Grundschullehrer oder selbstständig oder nicht. Alle nutzen das System. Es ist selbstverständlich, weil es da ist, weil es gut ist. Wir schauen uns tatsächlich auch andere Städte an. Wir haben jetzt neulich einen Austausch gehabt mit London, ganz spannend. Wie machen die eigentlich Instandhaltung? Also ist ja auch nicht, wir machen das hier schon ganz gut als Hochbahn. Ich glaube, da lässt sich nicht meckern, aber es lässt sich immer optimieren. Und da schauen wir natürlich auch genauer hin. Paris ist ja sehr radikal im Moment bei den Ideen. Barcelona holt massiv auf, was das Thema Radverkehr angeht. Also hier ist eine große Bewegung drin. Wir gucken uns natürlich auch Kopenhagen an, gerade auch im Bereich, wir haben letztes Jahr uns ja eine neue Strategie in Hamburg gegeben mit dem Hamburg-Takt. Da haben wir uns in vielen europäischen Städten den Busverkehr einmal angeschaut. Hamburg hat ja als eine der wenigen Städten in Europa, wenige Großstädte, keine Straßenbahn, keine Stadtbahn. Und so hat hier der Bus ja eine ganz andere Bedeutung. Wir haben uns mal angeschaut, wie modellieren eigentlich andere Städte Bussysteme, wie gestalten sie Angebote, wie macht man eigentlich einen hohen Model-Split-Anteil, also wie holt man Menschen in das System. Da lernen wir sehr viel auch von anderen Städten, ganz klar. Außerdem wird derzeit viel vom Hamburger Takt gesprochen. Und was genau verbirgt sich eigentlich dahinter und was bedeutet das für die Stadt Hamburg und insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger? Also der Hamburg-Takt ist im Prinzip die ÖPNV-Strategie der Stadt Hamburg. Wir haben den Hamburg-Takt letztes Jahr im Dezember, wurde der durch den ersten Bürgermeister vorgestellt. Es handelt sich hierbei einfach um eine Strategie, die sich die Verkehrsunternehmen und die Verkehrsbehörde, die gemeinsam erarbeitet wurde und von der Stadt natürlich auch gesamthaft getragen wird. Es geht eigentlich um nicht mehr als um einen Paradigmenwechsel im ÖPNV. Wir haben 2018, als wir diese Strategie, also die grundsätzlichen Überlegungen gestartet sind, ein System vorgefunden im ÖPNV, was stark nachfrageorientiert war. Das heißt, wir haben nachgesteuert, da wo es eng wurde. Also klassisch, wir haben einen Bus, der fährt alle 10 Minuten. Wir merken, dass da immer mehr Fahrgäste mitkommen, vielleicht auch so viel, dass wir Leute draußen stehen lassen müssen. Also steuern wir nach. Das ist total betriebswirtschaftlich, das ist hocheffizient, aber es ist auf gar keinen Fall im Sinne von Menschen, also im Sinne des Gedankens, Menschen dazu zu motivieren, ihren privaten Pkw stehen zu lassen und auf öffentliche Mobilitätsangebote umzusteigen. Das heißt, wir haben zum einen ja das Ziel ohnehin, mehr Kundinnen und Kunden im System zu befördern, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite, und das ist 2018 natürlich hat uns total begleitet und eigentlich total gepusht in der ganzen Strategieerstellung, die ganze klimapolitische Diskussion, die Fridays for Future Bewegung natürlich, die dem Ganzen einfach auch also nicht nur, also Mobilität ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist immer irgendwie eine Beförderung von A nach B. Und die Frage ist jetzt, wie mache ich das? Und wenn ich jetzt ein übergeordnetes Ziel habe, nämlich ein klimapolitisches Ziel, dann müssen wir darauf einzahlen. Und die Stadt hat sich ja letztes Jahr einen Klimaplan gegeben, in dem sie gesagt hat, wir wollen im Verhältnis zu 1990 55% der städtischen CO2-Emissionen einsparen. Hat auch erstmalig eine Sektorenverantwortlichkeit hier gegeben. Einer dieser Sektoren ist der Sektor Verkehr. Und der Sektor Verkehr hat de facto seit 1990 keine nennenswerten Einsparungen erbracht. Und diese Sektorenverantwortlichkeit wurde übersetzt in einen sogenannten Transformationspart Mobilitätswende. Und in diesem Transformationspart ist der ÖPNV eigentlich einer von 2 entscheidenden Trägern. Also wir sind ein riesen Maßnahmenkatalog im Klimaplan. Der Hamburg-Takt ist eben weit mehr als das, was der Begriff sagt, nämlich einfach ein Taktversprechen.
sondern es ist vor allen Dingen das Ziel oder eine Strategie, die das Ziel beinhaltet, Menschen vom Umstieg vom privaten Pkw auf den ÖPNV oder auch besser gesagt auf den Umweltverbund, also auch auf den Radverkehr, auf das Zu-Fuß-Gehen zu überzeugen. Nicht nur durch mehr Angebot, aber auch, also ganz klar, wir wollen dichter an die Menschen ran, wir wollen Menschen schneller von A nach B bringen, also viel mehr Reisezeit an Fahrzeiten angleichen. Und wir wollen aber auch natürlich eine viel bessere Qualität im ÖPNV anbieten, also einen intuitiven ÖPNV, einen komfortablen ÖPNV, einen ÖPNV, das jeder nutzen kann ohne Zugangsvoraussetzungen und das auch über alle sozialen Schichten hinweg das naheliegendste Mobilitätsangebot ist, schlichtweg, weil es gut ist. Und wir haben in Hamburg, und das ist, glaube ich, das Einzigartige an dieser Strategie, eine sehr disperse Struktur. Vielleicht auch nochmal auf Ihre Frage von vorhin einzugehen, was unterscheidet Hamburg von anderen großen Städten. Hamburg hat immer noch sehr viele, ich sag mal, ländliche Flecken auf der Karte und zwischendurch dann wieder ein Wohngebiet und wieder ein ländlicher Fleck und wieder eine Pferdekoppel und dann wieder ein Hochhaus. Und wie binde ich denn die vernünftig am ÖPNV an? Und da ist tatsächlich bei uns die Integration von On-Demand- und Sharing-Angebote der Hebel. Wir wollen die On-Demand- und Sharing-Angebote, die es in der Stadt schon gibt, Moja, Ioki, die vielen Angebote, die auch noch kommen werden, da braucht man sich ja gar nichts vormachen, die wollen wir als Partner begreifen und in das System integrieren. Also ÖPNV fängt ja irgendwie immer da an, wo es unwirtschaftlich wird, aber da wohnen einfach Menschen und wir wollen diese Menschen auch erreichen. Insofern ist das der Gesamtgedanke ein sehr volkswirtschaftlicher, also weg von einer rein betriebswirtschaftlichen Logik hin zu einer sehr gesellschaftspolitischen Logik wahrscheinlich dann auch. Alles klar, ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen bisschen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Die Hochbahn spielt ja auch im ITS-Kontext nicht nur aufgrund der Projekte, die sie durchführt, eine große Rolle, sondern sie hat ja mit dem Project Management Office, also dem PMO, ITS-PMO, eine übergreifende Geschäftsstelle angesiedelt, die für die Stadt Hamburg alle ITS-Projekte sammelt, analysiert, aufbereitet und auch ein Monitoring dieser Projekte durchführt. Also durchaus weitergegriffen als die reine Hochbahn-Perspektive, sage ich mal. Wie beurteilen Sie diese zentrale Aufgabe und inwiefern lassen sich daraus auch für Ihre Arbeit Synergien für Sie und auch für den Weltkongress ableiten? Also das ITS-PMO ist ja quasi wie das ist ja, als ob man eine Gemeinschaft geschaffen hat, also eine Plattform, wo im Prinzip sich alle Player versammeln können, die in Hamburg mit Mobilitätswende befasst sind. Also die Unternehmen, die städtischen Akteure, das ist wie so eine große, transparente Mobilitätsspielwiese. Und wir sind ja also der ITS-Weltkongress findet ja in Hamburg als Host City statt. Und die Hochbahn ist nun mal das größte Mobilitätsunternehmen in dieser Stadt, also das größte Verkehrsunternehmen. Und wir verstehen uns schon auch als Treiberin von den wesentlichen Mobilitätswendeprojekten in dieser Stadt. Und insofern ist das total folgerichtig, dass wir sozusagen diese Plattform auch beherbergen für die Stadt. Das hat insofern auch gute Synergien auch mit dem Hamburg-Takt, der ja, wie gesagt, so ein Dekadenprojekt ist, der ja innerhalb dieses Jahrzehnts Realität werden soll, Stück für Stück, weil es den Gedanken auch spiegelt des verzahnten, vernetzten Miteinanders. Also auch wenn wir das größte Verkehrsunternehmen sind, heißt das nicht, dass wir über die anderen irgendwie hier herrschen, sondern schlichtweg mit den anderen gemeinsam die Mobilitätswende voranbringen. Und insofern definieren wir aus dieser Treiberrolle heraus, gemeinsam mit der Stadt natürlich diese transparente Mobilitätsspielwiese als eigentlich einen Schritt, um in eine bessere Vernetzung unter den ganzen Akteuren in der Stadt zu kommen. Das spiegelt natürlich oder das bringt natürlich viele Synergien auch für den Hamburg-Takt mit sich. Wir werden dieses ITS-PMO sicherlich auch nachnutzen natürlich für eben die Logik des Hamburg-Takts, wo ja auch alle Verkehrsunternehmen miteinander spielen müssen, um das zum Erfolg zu bringen. Sehr interessant. Ich würde jetzt gerne nochmal zum Abschluss von meiner Seite wissen, was bleibt eigentlich auch nach dem Kongress? Also gibt es Projekte, bei denen schon absehbar ist, dass sie sich definitiv dann auch
nach 21 eben in die Implementierung bis 2030, vielleicht sogar 2040 bringen lassen. Gibt es vielleicht auch manche Projekte, wo schon absehbar ist, dass es eben mit der Implementierung möglicherweise nicht ganz so einfach ist? Wie sehen Sie das? Also wie gesagt, also eigentlich ist ja das Ziel, alle diese Projekte nachzunutzen. Denn also anders machen solche Kongresse, glaube ich, mit Blick auch auf Nachhaltigkeit wenig Sinn. Wir wollen natürlich die großen Projekte, die ich vorhin noch ansprach, HEAT, Chibo, Switch, das gehört alles in die Weiterentwicklung. Auch die digitale Schiene bei der S-Bahn ist eigentlich ein Auftakt. Also wir gehen ja viel mehr in Digitalisierungsprojekte. Sicherlich wird es noch eine ganze Weile dauern, bis so ein System wie HEAT, ein autonomer Bus, wirklich vielfach durch die Stadt rollt. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Fragestellungen zu klären. Und natürlich ist es ein Testversuch für einen Weltkongress. Ich glaube nicht, dass es morgen schon das Metrobusnetz ersetzen wird und sonst durch Ottensen oder so fährt, wo es noch enger ist. Schlichtweg, da gibt es noch mal ein bisschen mehr zu tun, aber wir haben da, glaube ich, schon die ersten Ideen, wie man das auch weiterentwickeln kann. Genau. Also im Großen und Ganzen, was bleibt vor allen Dingen, ist der Spirit. Also das muss auf jeden Fall diesen ITS-Weltkongress überdauern. Da geht es ja gar nicht so sehr um die Vielzahl der Projekte, sondern wie arbeitet so eine Stadt zusammen, wie arbeiten politische Akteure, wie arbeiten Verkehrsunternehmen miteinander, wie nimmt man die Stadtgesellschaft in solche Projekte mit, denn am Ende Mobilitätswende ist auch nicht die Vielzahl der Projekte, sondern immer auch eine Verhaltensänderung bei Menschen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das oberste Ziel, das den ITS-Weltkongress überdauern muss. Wir müssen einfach mehr den Gedanken vortragen, dass wir wirklich nicht nur, wenn wir über Mobilität reden, reden wir nicht über technisch-logistische Herausforderungen, sondern über eine interdisziplinäre Anforderung, die alle mit einbindet. Und dieser Spirit, der muss überdauern. Emma, hast du noch weitere Fragen? Ja, genau. Und zwar auf der Website der Hochbahn werden Bürgerinnen und Bürger ja dazu angeregt, sich aktiv an den Vorhaben der Hochbahn zu beteiligen. Und mich interessiert, warum bietet die Hochbahn diese Art der Partizipation überhaupt an und wann wurde die Idee initiiert? Also Bürgerbeteiligung, vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich auch ein Herzensanliegen von mir, das Thema bei der Hochbahn mit auch voranzubringen. Wir haben bei der Hochbahn ja Projekte zum Schnellbahnnetzausbau. Das heißt, wir verlängern U-Bahn-Linien wie die U4 auf die Horner Geest, auf den kleinen Grasbrook. Wir verdichten unser U-Bahn-Netz, indem wir neue Haltestellen bauen, und wir bauen ja eine komplett neue Linie U5. Und wir haben festgestellt bei vielen Projekten in der Stadt, also beispielsweise auch der Optimierung des Bussystems, was ja auch schon Anfang der 2010er Jahre lief, dass die Bürgerinnen und Bürger zum einen schlichtweg mitreden wollen und wir auch verstehen müssen, dass sie auch mitreden sollen. Wenn wir große Projekte haben, die einer Planfeststellung bedürfen, dann ist es heute schon vom Gesetzgeber vorgegeben, dass wir eine Bürgerbeteiligung, eine Veranstaltung, eine Anhörung, eine öffentliche machen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Das ist das Verfahren. Sie haben die Planung abgeschlossen und bevor Sie bauen dürfen, müssen im Prinzip muss eine Behörde entscheiden, ob die Planung den Bedarfen entspricht, die die Stadt sozusagen vorgegeben hat. So, und in dem Moment dürfen Bürgerinnen und Bürger auch mal mitsprechen. Das führt aber sofort zu einem Konflikt, weil sie ja die Planung eigentlich schon durchgeführt haben und eigentlich in dem Moment, wo sie einen Einwand machen, eigentlich nur noch klagen können. Und wir haben für uns erkannt, dass das schlichtweg zu spät ist, dass wir da auch ehrlicherweise fast ein bisschen die Kontrolle über Projekte verlieren, weil wir gar nicht wissen, wie viele Einwände kommen, wer hat eigentlich welche Einwände. Und vor allen Dingen, es wird dann in dem Moment, wo eine Planung abgeschlossen ist und Bürger dann erst Einwände machen können, auch sehr schnell sehr laut. Weil natürlich der Informationsvorsprung bei den öffentlichen Unternehmen, die Menschen haben auf einmal den Druck, wir können nur noch jetzt entscheiden. Wir haben für uns festgestellt, das bringt nichts. Wir wollen sehr früh die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Wir wollen auch aus den Stadtteilen lernen. Wir sind bei der Hochbahn, haben wir viele sehr gute Planerinnen und Planer, die auch ihr Metier wirklich verstehen. Aber eine Stadtgesellschaft, für die wir auch die Projekte realisieren, die hat nochmal einen anderen Blick, vielleicht auch auf ihren eigenen Stadtteil, auf die Bedürfnisse vor Ort. Und wir haben damit angefangen, um auch auf die Frage einzugehen, tatsächlich in einem Testlauf bei der Haltestelle Ollenfelde.
Da haben uns Anschriften von Bürgerinnen und Bürgern erreicht. Da ging es um eine ganz banale Fragestellung, nämlich wie heißt die Haltestelle? Da waren wir gerade in der Vorplanung, also ganz früh im Planungsstadion, und wir hatten damals den Titel Busbruchshöhe. Das ist so, immer so ein bisschen ingenieursmäßig. Das liegt halt an der Straße Busbruchshöhe und dann nennen wir es doch Busbruchshöhe und die Leute waren vor Ort, nee, das wollen wir nicht, wir wollen, dass die Haltestelle Eulenfelder heißt. Und dann haben wir gesagt, warum fragen wir die eigentlich nicht noch viel mehr? Also, weil das ist mitten im Stadtteil. Wie wollen die eigentlich die Zuwegung haben? Wollen die, dass da mehr Fahrräder abgestellt werden können? Wollen die, dass da ein Parkhaus entsteht vielleicht? Also so, wie gestaltet sich eigentlich ÖPNV im Umfeld? Und das hat uns total, also wirklich auch an ganz vielen Stellen die Augen geöffnet, sodass wir dann gesagt haben, nehmen wir doch mal diesen Testlauf und machen daraus eine Strategie zur Bürgerbeteiligung. Und insofern ist bei uns Bürgerbeteiligung tatsächlich schon mit der Vorplanung bei größeren Projekten ein ganz fester Bestandteil. Und gerade auch in Richtung Hamburg-Takt, gerade wenn wir in den Ausbau des Bussystems reingehen, wo wir ja wirklich viele neue Linien haben werden, viele Haltestellen bauen werden und so weiter und so fort, wird das auch nicht ohne die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gehen. Das ist ziemlich sicher. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Und dann habe ich noch einmal eine ein bisschen andere Frage. Und zwar, denken Sie nicht, dass mehr Hamburgerinnen und Hamburger ihr Auto durch den Nahverkehr ersetzen würden, wenn dieser kostenlos wäre? Und was hindert Hamburg eigentlich daran, den Nahverkehr kostenlos anzubieten? Also es gibt ja die Diskussion, die hatten wir etwa vor 2 Jahren auch in Deutschland, deutschlandweit kostenloser ÖPNV, 365-Euro-Ticket. Das sind alles tarifpolitische Maßnahmen. Das sind auch viele sozialpolitische Maßnahmen dabei. Also Hamburg hat ja auch tatsächlich in den letzten Jahren mit der Einführung eines Azubi-Tickets, Schülerticket und so weiter vielen gesellschaftlichen Gruppen einen günstigeren Zugang zum System ermöglicht. Wir haben uns im Zuge der Diskussion um einen vergünstigten ÖPNV, also kostenloser ÖPNV 365 Euro, auch mal die Ergebnisse aus Wien angeschaut. Wien hat vor einigen Jahren ein 365-Euro-Ticket eingeführt, also 1 Euro am Tag, ist ja dann sehr griffig. Und hat aber festgestellt, dass es kaum Umsteigerzahlen gab. Also es war eher so, dass es sogenannte Mitnahmeeffekte waren. Also Menschen, die ein Abo hatten, sind in ein günstigeres Abo gegangen. Das ist für die Menschen total gut, aber es sind de facto nicht mehr Fahrgäste ins System gekommen. Das ist die eine These sozusagen. Die Frage ist, gilt das auch für Hamburg oder nicht? Jetzt stelle man sich aber mal vor, wir hätten einen kostenlosen ÖPNV und es würde wirklich zu diesen gewünschten Effekten kommen, nämlich viel mehr Menschen nutzen den ÖPNV. Da muss man sich fragen, ist unser System eigentlich leistungsstark genug, um diese Menschen adäquat im Blick wieder auf Hamburg-Takt Qualität von A nach B zu bringen, oder ist er das nicht? Und wir haben für uns tatsächlich erstmal herausgefunden, dass wir zunächst erstmal tatsächlich öffentliche Gelder auch dafür nutzen werden, das System schlichtweg auszubauen und besser zu machen, also für alle erreichbar zu machen. Was bringt mir ein 365-Euro-Ticket, wenn ich in einem Stadtteil wohne, wo der ÖPNV einmal die Stunde fährt? Dann habe ich immer noch keinen Zugang zum System. Das ist hochattraktiv für alle Leute in der Innenstadt, ganz klar. Für die ist es günstiger, das vorhandene System zu nutzen. Es wird allerdings nicht dazu führen, dass woanders noch mehr ausgebaut wird. Und insofern ist hier jetzt erstmal der Fokus in der Stadt Hamburg in dem Ausbau des Angebotes. Wien, wie gesagt, hat da eine andere Startvoraussetzung. Wien hat nie aufgehört, den ÖPNV auszubauen. Und da müssen wir erstmal hin. Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung. Ich habe zuletzt noch eine etwas direktere Frage an Sie. Und zwar, welches ist denn Ihr persönliches Lieblingsverkehrsmittel? Ich würde sagen, tatsächlich die U-Bahn. Aus mehreren Gründen. Also zum einen bin ich tatsächlich in der Nähe einer U-Bahn-Haltestelle aufgewachsen in Berlin und bin wahrscheinlich einfach schlichtweg so ein bisschen indoktriniert von dem abendlichen Gebrüll an der Bahnsteigkante wegkommen zu sollen. Das hat mich geprägt und irgendwie mag ich das auch. Ich mag die U-Bahn als System, vor allen Dingen tatsächlich absurderweise, wenn sie überirdisch fährt, weil man sieht natürlich schön die Stadt, man kommt schnell voran, man ist schneller als jedes Auto, man unterfährt oder überfährt den Stau und ich mag ehrlicherweise diese Stadt auch zu sehen. Man bewegt sich sehr oft in seiner eigenen Filterblase, digital, aber auch privat.
Und ich finde, es gibt fast nichts Ehrlicheres als die Nutzung des ÖPNV. Und das ist für mich gerade so ein Einstieg in eine U-Bahn. Das ist auch manchmal spannend, was da so unterwegs ist in dieser Stadt. Und ich finde es aber insgesamt doch sehr aufbauend, immer zu sehen, wie sich auch so eine Stadt verändert. Menschen von jung bis alt einfach nutzen den ÖPNV. Das haben sie so nicht. Also das ersetzt jede gute Familienfeier. Das muss man echt sagen. Und eine U-Bahn, wie gesagt, sie sind halt schnell unterwegs. Das ist halt auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, super. Das war doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank nochmal, Frau Kerenis, für diese Einblicke in die Hochbahn. Herzlichen Dank auch Emma für die tollen Fragen. Und ja, mir bleibt an dieser Stelle nur noch auf unsere nächste Folge hinzuweisen, die wir im nächsten Monat hier an gleicher Stelle abrufbar machen werden. Ich sage hiermit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Tschüss, Dankeschön.